everybody, ich bin Daniel Andriani, komme ursprünglich aus Bulawayo, Zimbabwe, im tiefsten südlichen Afrika, wohne mittlerweile sehr, sehr lange auch in Berlin und ich trete an für die Firma Hecht und Barsch. Hey guys, I'm Sami Mouib and I come from Belgium, and this year I will fish again for the brand Yozuri. Hello everyone, my name is Toon van Ham. I am from Belgium, Geel, a little city, and I will start for Team Westin. Ich bin Malte Gatz, ich komme aus Rostock und ich starte für Team Ganki. Hallo liebe YPC-Zuschauer, mein Name ist Veit Wilde. Ich komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, wohne jetzt im schönen Rinteln, Niedersachsen und angle für Seika Pro, die Raubfischmarke von Fishing Tackle Max. Mein Name ist Alexander Schmidt, ich komme aus OWL, Herford. Und ich vertrete den japanischen Schnurhersteller Sunline. Normalerweise wäre Dennis Uecker hier an dieser Stelle, aber der ist leider verhindert, also mache ich den Job gerne und trete an für den YPC 2023. Ja, mein Training lief eigentlich ganz gut. Ich habe nicht super viele Fische gefangen, aber also Zander wird auf jeden Fall laufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Hecht ist halt eine Zeitfrage, da muss ich einfach suchen, Strecke machen. Ja, das Training lief dieses Jahr tatsächlich ganz gut. Es ist das erste Jahr, dass ich ein bisschen mit Marc zusammen trainieren konnte, weil wir mal die gleichen Zonen haben. Zander lief eigentlich in beiden Zonen relativ gut. Also ich glaube, die sollten tatsächlich fast am einfachsten sein. Barsch ist immer so ein bisschen so ein Problem, gerade jetzt, wenn die Temperatur wieder hochgeht. Und ja, Hecht muss ich ehrlicherweise sagen, geangelt habe ich eigentlich gar nicht drauf im Training, sondern eher nur geguckt und unterwegs gewesen. Also das kann ich so schwer sagen, wie die dann nachher am Ende beißen. Also das ist auch noch so ein kleiner Wackelkandidat, aber wahrscheinlich auch am zweiten Tag dran. Und von daher mal schauen, was da kommt. So training was quite tough. I found some zanders quite easily, and some perch also, but big perch were trouble until the end. But then I found some, but I had just a few time to train on pike, so I just have my good pike spots, and I hope they will work well. Let's see. Ja, also dieses Mal fangen wir sehr früh an in der Saison. Für die zwei Gruppen, die vor mir geangelt haben, die haben wirklich kaum Training gehabt. Ich wiederum habe eine gute Woche Training gehabt und ich sag mal so, es war auf jeden Fall besser als manche Jahren. Es war jetzt nicht brillant, aber ist es eigentlich nie. Für mich persönlich am einfachsten mittlerweile, besonders zu der Jahreszeit, ist der Hecht. Ich liebe Polderangel und ja, deswegen habe ich schon auch viele Hechte auch im Training gesehen. Am schwersten für mich mit Abstand der Barsch. Sehr, sehr schwierig, aber ja. Ich hoffe natürlich an meinen Tagen, dass sie einfach ein bisschen Laune haben in der Barsche. My training was quite okay. I caught plenty of fish. The only thing I am scared for is the size of it. So, and then especially the size of the perch. I think the size of my perch are okay, but not great. The fish I feel most confident with is the pike. Mein Training lief sehr durchwachsen. Ich habe viele Stellen gefunden, wo es keine Fische gibt, und ein paar Stellen habe ich gefunden, wo es Fische gibt. Am schwierigsten fiel mir der Barsch, da habe ich aber heute noch mal intensiv trainiert und einige schöne gefangen. Also das macht mir ein bisschen Hoffnung für morgen. Hecht und Zander war relativ unproblematisch. Ich habe im Training überhaupt nicht mit Topwater-Ködern geangelt, aber ich habe eine Stelle gefunden, wo es sowohl Barsche als auch Rapfen gibt. Die haben da ziemlich intensiv an der Oberfläche geraubt, und ich denke, dass ich diesen Spot im Turnier auch machen werde und da dann mal mit Topwater Baits angeln möchte. Also erstmal ist natürlich wichtig, die Karte voll zu machen, solide Fische so zu fangen und zu gucken, ob man nicht auch so die Punkte upgraden kann ohne Topwater. Ich habe 2, 3 Optionen, wo ich Topwater angeln könnte und ein paar Ideen im Kopf, aber das jetzt auch nicht in der Intensität trainiert, als dass ich da jetzt wirklich drauf setze. Die letzten 2 Jahre habe ich beide Male geschafft, alle meine Topwater-Punkte zu holen, und die waren auch wichtig. Die haben wirklich, die waren entscheidend, dass ich auch weiterkam in die erste Gruppenphasen. Die Gewässertemperaturen sind auch ein bisschen kühler, und deswegen ist es nicht ganz so einfach. Dazu kommt leider, dass mein sehr, sehr guter Spot für Topwater ist in die andere Zone, ist im Ostholland, und dieses Mal bin ich in Westholland, und da habe ich nicht so eine gute Spot wie damals. So for the topwater fishing, I didn't train it. I will do it when the cord is filled, and I do have one spot from last year that works for topwater pikes.
Topwater Fischen ist auf jeden Fall Teil des Plans und wird auf jeden Fall am ersten Tag direkt morgens durchgezogen. I tried a bit of topwater fishing and yeah, I had a few fish, a few perch, a few pikes. It's going to get hotter, I think, on Monday, so I have good hopes for the topwater points. So why do I make it to the next round? Mostly because of preparation, I would say, and also a bit of luck, of course. Ich glaube, am Ende, ich habe viele Erfahrungen mittlerweile in der Turnieranglerei. Ich bin in den letzten 2 Jahren irgendwie durchgekommen durch meine Gruppenphasen, obwohl meine Gruppen sehr, sehr schwierig war. Dieses Jahr ist genauso für mich in Gruppe C sehr, sehr schwierige Gegner, aber ich habe natürlich Selbstvertrauen in mich selber und glaube, wenn ich einfach calm bleibe und meine Sache durchziehe, ich habe gute Chancen, so wie alle anderen letztendlich auch. Aber ich spekuliere darauf, dass ich natürlich auch weiterkommen kann. Ich komme hoffentlich in die nächste Runde, weil ich coole Fische fange, weil der Plan aufgeht und es einfach mal endlich an der Zeit ist, dass auch ein bisschen mehr Glück auf meiner Seite ist als vielleicht die letzten Jahre. Ich denke, ich bin ehrgeizig genug und habe einen ganz guten Plan und ich bin hier der Newcomer, da muss einfach ein bisschen was kommen. Mal schauen. Ich bin guter Dinge. Ich hoffe einfach, dass sich am Ende vielleicht meine Ortskenntnis auszahlt. Ich angle ja relativ viel in Holland vom Ufer und die Kombination aus mir bereits bekannten Stellen als auch neuen Spots, die ich jetzt gefunden habe, sollen mir dann vielleicht helfen, dann die notwendigen Fische zu fangen, eine Fullcard zu machen und wenn dann vielleicht was Größeres dabei ist, steht die Chance zum Weiterkommen, denke ich, relativ gut. I hope I will make it to the next round. I will do a lot of street fishing under bridges, small and dark places, because the sun is very warm, the weather is bright and the waters are clear. Das Problem ist, dass ich die Teilnehmer aus der Gruppe gar nicht alle so genau kenne. Ich bin mir aber absolut sicher, dass Ton weiterkommt, weil er einfach sehr erfahren ist bezüglich Uferangeln hier in den Niederlanden. Und ich glaube, zumindest eine von den beiden Zonen kennt er auch verdammt gut. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass jeder andere so aus der Gruppe weiterkommen könnte. Daniel zum Beispiel. Also ich denke, der hat sich auch ganz gut vorbereitet. Ich habe ihn auch mal beim Training getroffen. Es wird wahrscheinlich relativ offen und ich glaube, es gehört auch ein kleines bisschen Glück am Ende dazu. Ich muss ganz klar sagen, Ton und Veit für mich sind 2 Favoriten aus meiner Gruppe. Ton ist sowieso ein extrem guter, beide sind extrem gute Angler, sehr, sehr motiviert und sehr heiß darauf. Ich habe beide getroffen jetzt in den letzten Tagen und beide haben mir gesagt, die haben eine super Vorbereitung gehabt. Und das heißt denn schon was bei die beiden. Von daher, die beiden sehe ich auf jeden Fall als klare Favoriten in meiner Gruppe. I think for sure Toon will go to the next round. I heard he had a good week in the preparation, so yeah, he will catch some good fish. And I think the last place is an open place. It could be anyone, really. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ton weiterkommt. Der kennt sich ja einfach aus. Wenn man ein bisschen die Stories verfolgt hat, dann lief sein Training auch wirklich mega gut. Und ja, ich habe ansonsten definitiv auch Veit auf der Liste, weil die Zander beißen gut und Zanderangeln, glaube ich, kann der Mensch. Und von daher, wenn er die anderen Fische zusammenkriegt, dann glaube ich, kommt er auf jeden Fall auch weiter. Toon van Ham und ich glaube Veit. In my group, I think Veit and Malte will also make it into the second round. Dustin ist natürlich immer ein Favorit und ich denke, viele Leute haben auf Dustin getippt. Ich muss sagen, ich denke, Ton ist auch ein sehr, sehr guter Angler und ich würde schon fast tippen, dass Ton könnte den Titel wieder verteidigen. Toon van Ham ist einfach eine Maschine und ja, Veit ist ebenfalls sehr gefährlich, sehr verbissen. Ich glaube, der beißt sich irgendwo fest wie die letzten Jahre, der ist sehr gefährlich. From all the participants, the one I fear the most is Mark Tarkowski, because he's a good angler, but he's also a good bass angler. And if we have bass fishing in the finals again, it's really someone we should fear. If I have to choose one name that goes home with the trophy,
I think it will be Dustin Schön. Also die Geschichte des YPC hat ja gezeigt, dass am Ende immer Leute weit nach vorne gekommen sind. Nicht immer, aber zumindest teilweise, mit denen man gar nicht so gerechnet hat. Ich will mich da auf niemanden festlegen. Also ich wette sowieso nicht gerne und in dem Fall wette ich auch nicht. Ich glaube, der Top-Favorit, das hat man letztes Jahr gesehen, ist definitiv auch wieder Ton. Und ansonsten auch einfach, weil ich ihn am besten kann. Ich glaube, ich sage es jedes Jahr irgendwo auch Marc, weil der einfach ein sehr vielseitiger Angler ist und eigentlich sich hier immer extrem gut präsentiert hat. Ich glaube, ich habe das letztes Jahr auch schon gesagt, ich würde sicherlich gerne auch ein Land nehmen, in dem es Schwarzbarsch gibt, so wie ja auch im letzten Jahr. Und ich denke, irgendwo Spanien, Portugal wären auf jeden Fall recht interessante Ziele für das Finale. Also, die Frage ist natürlich nicht ganz fair an mich, weil ich bin auch so gesehen Teil der Organisation. Ich weiß tatsächlich, wo wir hingehen. Es ist ein Ort, wo ich glaube, keiner geangelt hat, inklusive ich auch nicht. Ich hoffe sehr, sehr, dass ich das Finale auch erreichen kann, dass ich zu diesem schönen Ort auch hinfliegen kann. Yeah, I'd like to fish France, of course, or Belgium. It's the two countries I know well for fishing, but I know it can be quite tough to fish there. So I guess it will be a bit like last year, like a good island or something like that. So for the final round, last year it was the Azores, which was really, really good. And I can think of only one country that has the same amount and species, which would be Spain, in my opinion. Das ist eine schwierige Frage. Da ich relativ wenig im Ausland angle, zumindest abgesehen von Niederlanden. Italien fände ich ganz interessant, Deutschland fände ich aber auch gut, da kenne ich genug. Puh, also tatsächlich habe ich außerhalb Deutschlands noch gar nicht viel geangelt. Von daher bin ich da ganz offen. Mal schauen, wo es hingeht.